Guten Abend zusammen. Mein Name ist Laszlo Strong und ich spreche, wie gerade angekündigt, schon mit meinem Kollegen Matthias Kreuzer. Und auch Dodo Völkel ist hier mit im Raum. Wir drei, wir sind das Designstudio Our Polite Society und sprechen heute Abend über die neue grafische Identität für die Documenta. Unser Vortrag trägt den Titel Typografie im Wandel der Zeit, worauf wir gleich noch weiter eingehen werden. Our Polite Society wurde 2008 in Amsterdam gegründet. Und wie gesagt, wir sitzen in Hamburg, Montreal und Stockholm. Wir arbeiten viel für Kulturinstitutionen, zum Beispiel für die Gerrit Rietveld Akademie und das Sandbeck Institute in Amsterdam, das Canadian Center of Architecture in Montreal und seit letztem Jahr auch für die Documenta. Und in unseren Projekten arbeiten wir sehr viel mit Schriftgestaltung und wenden diese in unterschiedlichen Kontexten an für Websites, Bücher, Wegeleitsysteme und andere Medien. 2017 haben wir, wie eben auch schon erwähnt, in der tollen Einführung eine Type Foundry gegründet, über die wir unsere Schriften vertreiben. Schriften entstehen bei uns eigentlich fast immer in Projektkontexten. Unsere erste Schrift ist 2011 entstanden und seitdem haben wir viele Schriften gemacht für kleine und große Projekte. Und 2017 haben wir, wie gesagt, eine Foundry ins Leben gerufen, um einige dieser Schriften, die wir über den Projektkontext hinaus weiterhin interessant oder relevant fanden, weiterzuentwickeln und für einen allgemeinen Gebrauch weiter zu produzieren. Dann konnten sie auch von anderen DesignerInnen eingesetzt werden. Und diese Foundry ist für uns jetzt ein neuer Ort geworden, wo wir jetzt auch Schriften speziell für den Foundry-Kontext entwickeln. Wir haben gerade vor 2 Tagen in Amsterdam unsere neueste Schriftfamilie gelauncht. Es wurde schon erwähnt, dass nachher in der Rotunda ein kleiner Shop aufgebaut werden wird. Da haben wir auch einen kleinen Stapel mit Schriftmustern mitgebracht, unter anderem, die man sich dort dann anschauen kann und sich auch mitnehmen kann. Schriften sind, wenn wir sie in Projekten entwickeln, nie nur ein Werkzeug, sondern wir benutzen sie auch, um Ideen, Konzepte und auch Geschichte zu transportieren. Also diese Rolle einer Schrift innerhalb eines Projektes ist für uns auch immer ein konzeptioneller Schritt. Genau, und das war eben auch in dem Documenta-Projekt ein wichtiges Element und Ausgangspunkt. Und bevor wir in das Projekt einsteigen, wollten wir noch mal kurz aufzeigen, dass wir natürlich in einem großen Team auch gearbeitet haben. Von unserer Seite waren, wie gesagt, Dodo Völkel hat das Projektmanagement übernommen und die Webentwicklung auch der neuen Website. Matthias und ich haben das Grundkonzept für die neue Identität gestaltet und auch das Webdesign. Dann haben wir mit dem Schriftgestalter Jan Ekberg zusammengearbeitet und Tina Lehmkuhl hat uns bei der Ausführung einiger Designprodukte geholfen. Und seitens der Documenta haben wir sehr eng mit Melissa Liebeck und Luise Kötter zusammengearbeitet. Und natürlich wurde der ganze Prozess von der Kommunikationsabteilung Silke Müller und der Geschäftsführung Andreas Hoffmann überblickt. Außerdem haben wir mit der Beratungsagentur Berlin-Klusion an der Website zusammengearbeitet, um diese eben vor allem auf Barrierefreiheit und Zugänglichkeit auszurichten. Genau. Und in der folgenden Präsentation führen wir nun durch unseren Entwurf, angefangen mit einer historischen Recherche, dann kurz dem Briefing, das wir erhalten hatten von der Documenta, dann unserem Schriftkonzept und schließlich der Anwendung von Design auf der Webseite zuerst und dann auch in anderen Formaten des Erscheinungsbildes. Am Anfang des Projektes stand für uns
eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Documenta. Wir werden dann nachher noch viel mehr und auch noch viel in Tiefe von Rebecca darüber hören. Aber wir fangen jetzt trotzdem noch mal mit einem ganz kurzen Aufriss an, weil das für uns, wie gesagt, der Ausgangspunkt war. Auf diesem Bild sehen wir jetzt den Platz um das Friderizianum, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In dieser Phase verortet sich dann natürlich auch die Gründung der Documenta mit dem Ziel der Wiederanknüpfung an die kulturellen Entwicklungen der Vorkriegszeit. Ein wichtiges Streben war dann natürlich auch, also dieser ersten Ausstellung, der Anschluss zu finden an die internationale Kulturszene. Das kann man sehen an Ausstellungsansichten, die Arbeiten in Dialoge bringen, aber auch das Publikum in diesen Dialog mit einbeziehen. Das hier ist der zentrale Saal im Friderizianum mit Arbeiten der klassischen Moderne. Wenn man sich nun das Plakat dieser ersten Ausstellung anschaut, sieht man ganz klare Referenzen auch an die Vorkriegszeit, also die Moderne im Grafikdesign, aber auch Referenzen an die 50er Jahre, also den internationalen Stil. Man kann eigentlich, wenn man sich die Plakatreihe anschaut, die ersten 4 Plakate in dieser Typologie einordnen. Was darauf folgt, ist in den 1960ern und 70ern eine Politisierung auch der Documenta, manchmal fast agitatorisch, Kunst gegen die Kunst, wie diese Arbeit von Ben Vautier aus dem Jahr 1972. Es war dann die Zeit, in der soziale und gesellschaftliche Themen in den Vordergrund rückten, im Kontrast vielleicht zu mehr formelleren Ansätzen der ersten Documenta-Ausstellung. Das spiegelt sich dann auch in dem Design nieder, hier am Plakat der Documenta 5 von Ed Ruscha. Und bis zur Documenta 10 beginnt dann eigentlich diese postmoderne Phase. Auf dem Plakat von Katrin Davids Documenta 10 von 1997 wird die Documenta kurzerhand weggeixt. Und für uns als Schriftgestalter ist dieser typografische, nicht ein Witz, aber diese Ironie darin natürlich etwas, das wir sehr lieben. Das ist auch eine unserer Lieblingsdokumentas, könnte man so sagen. In den darauffolgenden 2 Jahrzehnten wechseln sich die Designs sehr ab, mal streng typografisch, mal bildlastig, humorvoll oder spielerisch. Die 14 hatte dann sogar 4 verschiedene Designs, in dem 4 unterschiedliche Studios gleichzeitig unterschiedliche Formate und Medien bespielt haben, was auch eine Reaktion war, so denken wir, auf die Gleichzeitigkeit der Ausstellungen damals in Kassel und Athen. Wenn man sie sich dann alle zusammen anschaut, dann sieht man natürlich dieses Panorama, diese 70 Jahre, an der einem klar wird, dass die Documenta nicht eine Identität hat, sondern sehr viele, also sich ständig verändert. Und dieses Wechselspiel zwischen Kontinuität und Bruch und auch das Dialogische, das von Anfang an in dem Projekt enthalten war für uns ein wichtiger Ausgangspunkt dann auch für unser Design oder für unseren Designprozess. Genau, und wie vorhin auch schon erwähnt wurde, es war unser Auftrag, eben nicht die neue Gestaltung der Documenta 16 zu machen, sondern eben das Erscheinungsbild der Organisation, die Documenta-Ausstellung organisiert, mit all ihren Abteilungen und Institutionen. Und deswegen wollten wir uns natürlich auch nochmal intensiv mit der Geschichte auseinandersetzen der Documenta und so versuchen, diese auf eine Art und Weise zu übersetzen oder aufzunehmen als Ansatzpunkt. Die Documenta besteht
wie gesagt, unterschiedlichen Abteilungen und Institutionen, die auch dann nochmal ihr eigenes Erscheinungsbild haben. So hat zum Beispiel das Dokumente-Archiv ein eigenes Erscheinungsbild, das Fridericianum. Und der Auftrag war halt eben, diese verschiedenen Erscheinungsbilder unter einem Dach sozusagen stärker zusammenrücken zu lassen, visuell, und trotzdem aber gleichzeitig auch in unterschiedlichen Graden diese eigenen Erscheinungsbilder sozusagen noch bestehen zu lassen. Also man kann sich vorstellen, relativ komplexes Briefing, bei dem man wirklich mit Fingerspitzengefühl an allen Stellen schauen muss, wie geht man jetzt damit um. Genau, das Fridericianum hat weiterhin noch ein eigenes Erscheinungsbild und auch die Dokumente-Ausstellungen, wie gesagt, sollten komplett von dem neuen Erscheinungsbild nicht betroffen werden. Gleichzeitig sollten aber alle von diesen Untermarken auch darstellbar sein, also dass man kommunizieren kann, was es alles für Institutionen innerhalb der Dokumente gibt. Wir haben uns dann auch das Erscheinungsbild, also das bestehende Erscheinungsbild angeschaut, wo wir sehen, dass die Wortmarke Documenta in Kleinbuchstaben in einer serifenlosen Schrift geschrieben wird, sehr, sehr reduziert. Und die Schriftart, die dem sozusagen zugrunde liegt, kann man als Grotesk-Schrift bezeichnen, in der Schriftklassifikation. Und diese Grotesk-Schriftarten sieht man auch in diversen historischen Beispielen, wie hier 1968 auf der Documenta. Das Dokumente-Archiv hingegen hatte auch eine serifenlose Schrift, die aber eher geometrische Proportionen hat. Und zudem auch noch eine Logo-Variante von dem DEA, was plakativer eingesetzt wurde. Und hier sehen wir dann eigentlich die klare Referenz auch zum Bauhaus nochmal, das Universalalphabet von Herbert Bayer. Ja, und wenn man sich dann diese beiden Logos oder diese beiden Schriften nebeneinander anschaut, erkennt man die Unterschiede vielleicht nicht auf den allerersten Blick. Aber wenn man dann vor allem sich das A genauer anschaut, sieht man, dass dort wirklich mit unterschiedlichen Konstruktionen gearbeitet wurde. Und das fanden wir halt eigentlich sehr interessant, dass man dieses Gefühl von Einheit, aber auch Unterschiedlichkeit, also so same but different, in diesem bestehenden Erscheinungsbild eigentlich schon vorfinden konnte. Und wir haben uns da dann die Frage gestellt, ob das nicht sozusagen ein Ansatzpunkt sein könnte für ein neues Erscheinungsbild, in dem es solche Unterschiede weiterhin gibt, aber dass man versucht, die trotzdem noch näher zusammenzurücken. Wenn man sich dann noch tiefer in die Details, mit den Details auseinandersetzt, sieht man, dass auch die Proportionen der Schriften unterschiedlich waren, also dass sie nicht ganz kompatibel waren in den Höhen zum Beispiel. Also die Oberlänge des Ds zum Beispiel ist in der grotesken etwas länger, hingegen ist dann aber in der geometrischen Schrift des Dokumente-Archivs die Strichstärke etwas breiter. Und da haben wir uns dann eigentlich gefragt, ob nicht aus diesen unterschiedlichen Schriften eine Schriftfamilie entstehen könnte. Und der Begriff Schriftfamilie ist eigentlich ziemlich offen, was alles innerhalb von der Schriftfamilie passieren kann. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Strichstärken, also man kennt das vielleicht von so Regular und Bold sind zwei Begriffe, die häufig verwendet werden. Eine Kursive gibt es natürlich auch, da ist die Univer von der Adrian Frutiger, glaube ich, eine wichtige Referenz, wie man hier ganz links sieht. Dann gibt es aber auch andere Beispiele, wie zum Beispiel dort oben die Corporate-Schrift, die sowohl Serifen als auch serifenlose Schriften innerhalb von einer Schriftfamilie abbildet. Sprich, dort gibt es verschiedene Varianten, die aber sozusagen aus dem gleichen Duktus gezeichnet wurden. Darunter sehen wir dann 3 A's, die in unterschiedlichen Kontraststärken gezeichnet wurden, um eben die Schrift für unterschiedliche Größen anwenden zu können.
Und hier rechts haben wir nochmal eine Variante der sehr bekannten Schrift Helvetica, die hier dann mit weiteren Dokumenten sozusagen, mit Ornamenten beschmückt ist. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, über den wir nachgedacht haben, und zwar, wie Matthias ja auch gerade vorhin anhand von der Geschichte der Documenta so ein bisschen erläutert hat, gibt es halt eben so flüssige Übergänge und Kontinuitäten und gleichzeitig Brüche. Und wir haben uns gefragt, ob man das nicht sozusagen auch in so eine Schrift mit einbeziehen kann, dass man nicht nur verschiedene Varianten hat, die statisch sind, sondern dass es eben auch fließende Übergänge zwischen verschiedenen Schriftvarianten gibt. Und da gibt es seit einigen Jahren eine neue Technologie, die nennt sich Variable Font. Und die ist halt eben im Vergleich zu solchen statischen Schriften so, dass es unterschiedliche Varianten innerhalb von einer Schriftdatei gibt. Man kann sich das so ein bisschen wie ein Koordinatensystem vorstellen, auf dem man dann Parameter verändern kann. Also zum Beispiel die Breite von Buchstaben oder eben die Strichstärke von Buchstaben können dann sozusagen flüssig flüssig gestaltet werden. Und diese Technologie hatten wir auch schon mal vorher benutzt bei einem Projekt mit dem Künstler Lennart Lahaus, der sich in seiner Arbeit sehr stark mit Vergänglichkeit und Zeit auseinandersetzt und mit Erosion. Und wir haben halt eben eine Schrift gezeichnet, die so 2 Endpunkte hatte. Einmal eine sehr lesbare Variante und dann so eine, in der sie sich aufgelöst hat. Und diese Schrift kommt dann zum Einsatz auf der Website und dort ist es so, wenn man scrollt, löst diese Schrift sich halt so allmählich auf und wenn man stehen bleibt, zieht sie sich so langsam wieder zusammen. Also so die Schrift reflektiert sozusagen diesen Aspekt der Abnutzung und Vergänglichkeit, den man eben auch in der künstlerischen Arbeit wiederfindet. Genau, und bevor wir jetzt in die Details gehen, in der Formfindung dieser Schrift, die Laszlo erwähnt hatte, lohnt es sich kurz vielleicht einmal die Geschichte der Schriftklassifikationen sich anzuschauen. Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden oder gab es eine Beschleunigung in der Produktion, aber auch in der Produktion von Schriften. Es kamen immer mehr Schriftarten hinzu, neue Typen. Und das war dann auch der Moment, wo auf einmal Schriftklassifikationen, also Systeme zum Einordnen von dieser verschiedenen Schriftarten vonnöten waren. Was man hier links sieht, ist die Klassifikation Maximilien Vaux, die für lange Zeit der Standard war, bis vor wenige Jahre. Jetzt wurde sie sozusagen nicht abgelöst, aber eigentlich wieder für hinfällig erklärt, was interessant ist in dieser Geschichte. Also es gibt sehr viele dieser Klassifikationen. Und das Interessante ist, dass sie eigentlich fast alle schon zum Zeitpunkt ihrer Publikation auch schon wieder hinfällig waren. Also daran sieht man, dass eigentlich Schrift sich ständig nach vorne entwickelt und man eigentlich immer so mit dieser Klassifikation ein wenig hinterherhinkt. Wenn man sich jetzt aber diese konkrete Klassifikation anschaut, sieht man, dass sie vor allem oben, also es ist vor allem auf der Form der Serifen oder auf dem Fehlen der Serifen basiert. Und ein anderer Punkt, den wir jetzt auch in unserem Projekt sehr interessant fanden, dass es eigentlich die erste, glaube ich, Klassifikation war, die sich auch als Kreis dargestellt hat. Also nicht nur linear oder nicht nur in diesen Spalten, sondern auch kreisförmig, was natürlich zum einen unterstreicht, dass Schriften vielleicht auch nie nur in einer Kategorie auftauchen, dass die Übergänge fließend sind, also dass es Nachbarschaften auch gibt, Verwandtschaften zwischen Schriften. Und ja, also das ist vielleicht so ein bisschen, wie man auch Farbsysteme teilweise darstellt, gibt es ja auch sehr oft die Darstellung im Farbkreis eben. Dann zurück zu unserem Prozess. Wir haben dann angefangen, also mit den 2 Archetypen, einmal der geometrischen vom Archiv und der grotesken von der Documenta
Dachmarke, aber haben dieser dann noch einen dritten Archetyp hinzugefügt, eine humanistische Typologie, die, wenn man sich die Schriftgeschichte im 20. Jahrhundert anschaut, also der Serifenschriften jetzt, auf die wir uns beschränken, auch sehr wichtig ist. Einige Beispiele in der ersten Spalte natürlich das Documenta Archiv, die Schrift, dann wieder Herbert Bayer, die Universalschrift, also die auch nochmal Vorkriegs-Bauhaus-Referenz, auch Paul Renners Futura ist enthalten. Hier links sieht man, dass sie da aus dem Bild rausragt und hier rechts wieder reinkommt. Das ist kein Fehler, sondern eben was ich eben erwähnte, schon diese fließenden Übergänge und Nachbarschaften, da die Futura, obwohl sie geometrische Formen aufweist, aber von ihrem Proportionsprinzip humanistisch oder klassisch angelegt ist. Also es ist da auch eigentlich eine Schrift, die nicht in eine Kategorie hereinpasst. In der zweiten, der Grotesken, dieser Mittelspalte, haben wir Helvetica, Akzidenzgrotesk, das sind vielleicht so der Urtyp und die populärste Schrift dieser Kategorie, und unten dann aber auch wieder ein Ausreißer, die Do, wo Helvetica und Akzidenz die Rationalität des 19. und vor allem 20. Jahrhunderts repräsentieren. Die Do, die das Rationale im 18. Jahrhundert schon in ihren Formen, in ihren konstruierten rationalen Formen repräsentiert. Deswegen haben wir hier jetzt auch ganz bewusst diese Ausreißer sozusagen mit rein platziert. Und dann schließlich rechts die humanistische Kategorie. Dort haben wir ganz oben Edward Johnson, das Alphabet für die Londoner Metro, dann Romulus Sans, eine holländische Schrift, gezeichnet von Jan van Krimpen, dann hier Gill Sans auf einem Coverentwurf von Jan Tschichold für Penguin Books, Futura rechts, die von rechts reinragt, und unten Jenson nochmal als Ausreißer, aber auch gleichzeitig eigentlich als auch nochmal eine Art Urtyp, also das Proportionsideal der Renaissance. Das ist die Schrift, die eigentlich so die Basis für sehr viele Schriften geworden ist, für diese Proportion und eben auch für die serifenlosen humanistischen Schriften. Hier wird es jetzt ganz konkret. Das ist sozusagen der Strahl von unserem Variable Font, auf dem wir jetzt diese drei Archetypen verorten, also links geometrisch, in der Mitte grotesk, rechts humanistisch. Allerdings nicht in einem linearen Prinzip, sondern in einer Kreisform. Auch nochmal um diese Übergänge, dieses Fließende, aber auch, weil wir Hierarchien vermeiden wollten und es eben dann sozusagen hinten die Linie geschlossen haben zu dieser Kreisform. Im nächsten Schritt jetzt werden jedem Archetyp verschiedene Institutionen zugeordnet. Also dieser Schriftenkreis wird sozusagen wie eine Landkarte, auf der jetzt die Documenta-Struktur verortet wird. Was interessant war dann auch, war in einem nächsten Schritt, dass wir festgestellt haben, es gibt natürlich auch Zwischenschritte, wo es auch wieder einen Moment gibt, wo man etwas verorten kann. Hier haben wir dann das Friderizianum platziert, die Documenta Halle und das Documenta Institut, also auch die Institutionen, die ihre eigene Identität beibehalten, die aber, wie Laszlo schon erwähnt hat, auch in diesem Schriftsystem abgebildet werden sollten, einfach für die Kommunikation, die von der Dachmarke aus organisiert ist. Okay, und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben, nach der Herleitung. Hier sehen wir jetzt den ersten Buchstaben, das D für Documenta, der sozusagen in diesen drei Kernvarianten
dann animiert wird und dazwischen eben diese fließenden Übergänge erzeugt. Und wenn wir uns das nochmal sozusagen im statischen Modus anschauen, sieht man dann ganz klar, wie das funktioniert. Die geometrische Variante hat sozusagen eine sehr runde Bauchform und eben keinen Endstrich. Sie ist sozusagen maximal reduziert. Bei der grotesken findet dann sozusagen eher so ein Kompromiss statt und auch eine höhere sozusagen Neutralität der Buchstabenform, in dem eben dieser Endstrich vorhanden ist. Und der fließt dann in der humanistischen wosozusagen wieder mit dem vertikalen Stamm sozusagen zusammen und worin man auch noch mal so ein bisschen so eine kalligraphische Referenz sieht. Und rechts geht es natürlich dann wieder Richtung dem geometrischen D, also das ist dann wieder ein Zwischenschritt. Und das gleiche Prinzip haben wir dann auch zum Beispiel auf das N angewandt, indem eben auch in der geometrischen Variante dieser Anstrich fehlt. Dann haben wir hier das C und das T. Und wenn wir uns das genau anschauen, sehen wir, dass in der geometrischen Variante mit horizontalen Abschlüssen gearbeitet wird, die dann allmählich sich in die waagerechte entwickeln, entlang der Grotesken, die auch hier wieder sozusagen so eine Zwischenvariante darstellt und dann in der humanistischen wirklich mit vertikalen Abschlüssen arbeitet. Und ich glaube, hieran sieht man eigentlich sehr gut, wie wir gearbeitet haben, dass wir versucht haben, so Charakteristiken zu verstärken und eben auch so in Kontrast zueinander zu setzen und versucht haben, diese Unterschiede maximal rauszuarbeiten, vielleicht auch sogar so ein bisschen zu übertreiben, dass man wirklich so von wirklich geraden, horizontalen und vertikalen zum Beispiel ausgeht. Ja, und dann die größten Herausforderungen waren, glaube ich, bei den Buchstaben A und G, die eben komplett unterschiedliche Konstruktionen vorweisen, die man im typografischen Jargon als einstöckig und zweistöckig bezeichnen kann und eben, wie gesagt, auf diese unterschiedlichen Momente in der Geschichte sozusagen zurückzuführen sind. Und ja, ich glaube, hier haben wir wirklich so versucht, aus dieser neuen Technologie Variable Font so wirklich was Neues rauszuholen, was wir auf jeden Fall in der Form auch noch nicht so häufig gesehen haben. Naja, man kann sich vorstellen, dass wir uns ja auch schon so ein bisschen die Zähne nicht ausgebissen, aber schon so ein bisschen abgebissen haben. Also das waren so die Buchstaben, an die sich eigentlich bis fast zum Ende stetig irgendwie nochmal, wo wir nochmal dran gefeilt hatten. Genau, auch vor allem bis die Animationen flüssig und schön waren, auch in allen Zwischenschritten, weil sie mussten natürlich nicht nur an diesen Hauptpunkten funktionieren, sondern eigentlich an jedem Zwischenmoment ebenfalls. Ja, genau. Ich glaube, dass die Zwischenmomente für uns sozusagen sehr spannend waren, sieht man auch sehr stark an dem Buchstaben A hier in der Auflösung sozusagen, gerade da der zweite in der Reihe, wo sozusagen wirklich so eine sehr merkwürdige Mischform entsteht aus einem einstöckigen und zweistöckigen A, die, glaube ich, so an sich erstmal keinen Sinn ergibt, aber in sozusagen diesem Zusammenspiel der Schriften auf einmal eine Funktion hat. Naja, das Lustige oder das Interessante war natürlich, dass das diese Zwischenschritte-Momente waren, die für uns noch nicht abzusehen waren. Also das war auch so ein Spiel auch nicht mit dem Zufall, aber den Momenten, die man von vornherein noch nicht kontrollieren kann und dann eben das Reagieren darauf. Aber ich glaube, der nächste Slide ist interessant, weil wir dann eigentlich im Nachhinein nochmal, also wir hatten diese Referenzen uns natürlich, da hatten wir schon auf dem Schirm, aber haben dann im Nachhinein nochmal entdeckt, wie hier jetzt zum Beispiel in einer der ersten Entwürfe von der Futura, wo man Paul Renner also man sieht ihn so laut am Denken über verschiedene Buchstaben und da ist eben oben auf einmal dieses A auch mit drinne.
Und das aus den 1920er Jahren, wenn man Paul Renner so nicht verorten kann. Und was wir halt dann dachten, war, ja, er hat eigentlich das schon sozusagen vorausgenommen. Es gab natürlich die Variable-Font-Technologie noch nicht, aber irgendwie ist es da schon angelegt. Ja, ja, und ähnliche interessante Momente lassen sich eben auch bei dem Buchstaben G dann in den statischen Varianten finden. Und hier sehen wir jetzt, wie dann sozusagen die Wortmarke Documenta eben in dieser variablen Schrift animiert. Und eigentlich wie so eine Art neues digitales Logo funktioniert, was eben ständig in einer fließenden Bewegung ist. Am liebsten würde man natürlich Documenta mit einem G schreiben, jetzt statt mit einem C. Das hatten wir uns aber nicht getraut vorzuschlagen. Wir hatten auch tatsächlich bei unserer allerersten Präsentation schon diese variable Schrift produziert, aber dann eben nur mit diesen Buchstaben, weil es eben total notwendig war, es wirklich mal zu sehen und auch in Bewegung zu sehen. Also das war natürlich ganz am Anfang schon ein ziemlicher Sprung, den wir machen mussten im Design, hat uns dann natürlich aber in der Folgezeit, wussten wir einfach auch schon sehr viel oder hatten wir schon sehr viel Informationen darüber, wie diese Buchstaben reagieren. Ja. Genau. Und hier sehen wir dann jetzt, wie sozusagen diese statischen Varianten der Schriften benutzt werden, um eben diese Markenfamilie darzustellen. Das heißt, dass jede Marke oder jede Institution eben ihre eigene Variante hat. Das sind sowohl die Hauptvarianten, grotesk, geometrisch und humanistisch, eben für die Documenta, Documenta-Archiv und International Friends. Und dann aber eben auch die Halle und das Fridericianum mit Zwischenvarianten. Genau, und jetzt gehen wir nochmal in ein paar Details, vielleicht auch so dieser Prozess der Schriftentwicklung, wo man erst mit dem Alphabet anfängt, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, dann kommen die Zahlen hinzu, die Punctuation, die Satzzeichen, danke. Und dann natürlich eben auch ganz, ganz viele Sonderzeichen. Und da ist es immer interessant, das dann durchzuspielen. Also da kommt man dann nochmal begegnet man neuen Problemen, aber auch da wird es dann gerade interessant, dass man es dann auch wirklich so durchzieht, dass es überall funktioniert. Hier zum Beispiel die Satzzeichen, und das ist vielleicht auch ein Moment, wo man sieht, wie wir es dann auch sozusagen gepusht haben, was Laszlo eben sagte, dass wir eigentlich auch so die Extreme dann aufgesucht haben. Okay, dann machen wir eine rund und die andere machen wir komplett geometrisch und dann haben wir eine Zwischenform. Also das waren dann auch eigentlich schöne Momente, wo man so wirklich in die Details reinging und das immer weiter so rausbringen konnte, diese Unterschiede. Ja, und hier sehen wir das dann auf das ganze, oder nicht mal das ganze Alphabet, sondern einen Auszug des gesamten Zeichensatzes. Also da gibt es noch weitere. Ja, und wir laden wirklich dazu ein, das eben hier als Kreis zu sehen, als Schriftenkreis zu sehen. Das war wirklich eben ein wichtiger Schritt. Der kam relativ spät. Also wir hatten es immer erst linear und es kam dann in einem Meeting. Wir hatten auch immer lange, gute Meetings, waren mehrfach auch in Kassel und haben auch dann am gewissen Punkt auch sehr detailliert mit dem ganzen Team über Typografie gesprochen. Und da kam dann zu einem gewissen Punkt eben diese Idee vom Hinten zumachen auf und genau, also das, was man hier sieht, ist jetzt eine Schrift, die sich im Kreis dreht. Ja, und vielleicht auch noch gut zu erwähnen, dass wir natürlich immer abgewägt haben, diese Schrift muss sowohl als Animation funktionieren, also in ihrer Bewegung, als auch als statische Varianten. Da sehen wir gleich auch noch mal ein gutes Beispiel. Hier erstmal noch mal, wie man sozusagen einen lesbaren Text auch animieren kann. Schriftbild. Genau, und dann gab es zum Beispiel eben diese Ausnahme für das Documenta-Archiv, weil eben in dieser, sag ich mal, sehr minimalen Version des Archivschriftzugs zum Beispiel mit dem N und dem M, wo eben keine Anstriche
enthalten waren, einfach die Lesbarkeit bei längeren Fließtexten so ein bisschen geringer war als bei den anderen beiden Varianten. Und deswegen haben wir da dann auch nochmal so Alternativen eben für Fließtexte gestaltet, wie man hier in der unteren Zeile dann sieht. Ja, vor allem auch, weil beim Archiv große Textmengen produziert werden. Also da gingen dann eigentlich haben wir dann diese Idee nochmal weiter in die unterschiedlichen Institutionen reingetragen mit ganz spezifischem Feedback. Das war dann auch nochmal eigentlich eine neue Phase. Ja. Genau, und hier sieht man dann nochmal die 3 Hauptvarianten nebeneinander im Fließtext und sieht eigentlich auch sehr gut, wie gut diese Schriften miteinander harmonieren. Also es gibt sozusagen sehr ebenmäßige Schriftbilder, die sich ähneln und wo halt eben nicht, wie das sozusagen vorher der Fall war, dass zum Beispiel die Archivschrift so ein bisschen fetter war als die Groteskschrift der Dachmarke, wodurch dann vielleicht irgendwie so eine Unruhe entstehen könnte. Hier ist es wirklich, so sieht man sehr gut, wie gut diese Schriften auch aufeinander abgestimmt sind und ihren eigenen Charakter haben, den man eben auch nicht unbedingt auf den allerersten Blick sieht, sondern erst dann beim Lesen und sozusagen beim genauer Hinschauen. Ja, aber vor allem auch natürlich in den Proportionen. Das war halt die größte Herausforderung. Also was natürlich jetzt wichtig war, ist, wenn man denselben Text jetzt in den 3 Hauptschnitten nebeneinander sieht, da durfte kein Wort springen oder es durfte nicht eine Variante mehr Platz einnehmen als die andere. Also aus unterschiedlichen Gründen, vor allem auch die Website, an der wir als erstes angefangen haben zu arbeiten. Und wie wir eben gesehen haben, in den Klassifikationen sind natürlich die Proportionsprinzipien schon eigentlich sehr unterschiedlich, zum Beispiel zwischen einer humanistischen und einer grotesken, also die Laufweite der einzelnen Buchstaben. Also das war dann teilweise wirklich Millimeterarbeit, dass man hier was weggenommen hat und es vielleicht an anderer Stelle hinzugefügt hat, einfach um die Laufweite zu kontrollieren, gleichzeitig aber nicht das Spezifische zu verlieren, halt dieser 3 Varianten. Also ich würde sagen, sie sind jetzt natürlich schon aneinander angeglichen, sie kommen aneinander näher. Wir hoffen aber, dass jeder Archetyp weiterhin so seinen eigenen Charakter auch erhält, also dass eine humanistische auch als humanistische erkennbar und fühlbar ist. Genau, und dann als letzten Schritt haben wir noch die 3 Kernvarianten auch ausgebaut als kursive und bolde Varianten. Vielleicht auch noch interessant, dass dieser ganze Prozess eben innerhalb von weniger als einem Jahr, also ungefähr 9 Monate oder so stattfand. Also es war auf jeden Fall ein sehr intensiver Prozess und eine sehr schöne Auseinandersetzung, die sehr kompakt war auch in der Zeitlichkeit. Vielleicht noch darüber hinaus zu erwähnen, wir haben auch ein Icon-Set entwickelt, um eben für Anwendungen hier, für Wegeleitsysteme, aber eben auch auf der Website. Genau, und dann auf der Website, wie auch schon in dem vorherigen Beispiel von der Leonard Lahaus, ist auch jetzt hier im Fall der Documenta die Website der Ort, wo eben diese Schrift vor allem zum Einsatz kommt und eigentlich so das Potenzial ausschöpfen kann, weil man eben, wie gesagt, mit Animationen arbeiten kann, die dann hier im Einstieg historischem Videomaterial aus den letzten 70 Jahren der Documenta überlagert wird. Und wenn man dann runterscrollt, entfalten sich diverse redaktionelle Beiträge zu Neuigkeiten, Veranstaltungen, spezielle Programmpunkte wie das 70 Jahre Documenta-Programm oder auch die Documenta 16, Ausstellungen, also der gesamte Output sozusagen der Documenta-Markenfamilie findet sich jetzt hier an einem Platz. Ja, hier war jetzt gerade sehr viel Friderizianum, aber auf der Webseite ist es dann eben auch so, dass je nachdem, welche Institution spricht, dann auch die jeweilige Schrift verwendet wird. Das ist ein Schriftenmix eigentlich auf der Webseite. Genau, das sehen wir hier auch auf der Neuigkeitenseite, wo eben jeder einzelne Beitrag sozusagen verschlagwortet wird, mit welcher Institution die kommuniziert. Und in diesen Beiträgen werden dann auch eben die jeweiligen Schriftvarianten benutzt. Und
Wir fanden es eigentlich sehr schön, wenn man das so jetzt hier sieht, erkennt man vielleicht die Unterschiede in den Überschriften nicht so sehr auf den ersten Blick, aber es zeichnet sich doch irgendwie so eine gewisse Dynamik aus, und man sieht einfach, dass diese verschiedenen Schriftschnitte eine gewisse Lebendigkeit auf der Website erzeugen. Wie auch vorhin schon gesagt, der Bereich Veranstaltungen und Ausstellungen, die jetzt zwischen den Documenta-Ausstellungen innerhalb der Markenfamilie stattfinden, lassen sich jetzt hier auf der Website klar und deutlich wiederfinden und werden deutlicher kommuniziert, gebündelt an einem Ort. Das war ein sehr großer Unterschied zu der Website, die es vorher gab. Für den Bereich Retrospektive haben wir uns nochmal dazu entschieden, wirklich ganz klar die grafischen Gestaltungen der jeweiligen Documenta-Ausstellung abzubilden, eben in dieser Übersicht, wo wir nun wirklich auch die originalen Poster zeigen als sozusagen Navigationsübersicht des Bereichs Retrospektive. Ja, und vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass wir auch in unseren Meetings und Workshops, die wir zusammen hatten mit dem Team, auch sehr viel Redaktionelles besprochen haben. Also es ging auch vor allem, oder das erste große Produkt eigentlich, das entwickelt wurde, war diese Webseite, die von ihrem Inhalt her auch komplett anders ist als die Webseite, die es davor gab. Also es werden jetzt wirklich alle Institutionen repräsentiert und diese Gleichzeitigkeit von ganz unterschiedlichen Veranstaltungen und so weiter. Also das war auch als strukturelles Design ein sehr interessanter Schritt. Genau. Hier sieht man jetzt auch nochmal die Detailseite einer solchen Retrospektivseite mit all ihren Möglichkeiten an unterschiedlichen Darstellungen von unterschiedlichen Elementen, Galeriemodulen und eben dieser Navigationszeile, die man oben sieht. Also wir haben auch nochmal sehr stark Wert darauf gelegt, die Komplexität solcher Seiten mit sehr vielen unterschiedlichen Inhalten möglichst klar und deutlich zu gestalten. Genau, und dann abschließend, das ist eigentlich jetzt sozusagen fast so der Stand, an dem, wo wir jetzt sind. Wir haben ein Gestaltungshandbuch entworfen, wovon wir hier jetzt eine schematische Zeichnung sehen, in dem wir nochmal vorgestellt haben, wie sozusagen dieses neue Erscheinungsbild angewendet werden kann. Es gibt gar nicht so viele sehr strenge Regeln, sondern eigentlich so ein gestalterisches Prinzip, in dem es sowohl linksbündige Textbausteine gibt, als auch zentrierte. Das D kann unterschiedlich groß auch platziert werden, als bisschen plakativeres Wiedererkennungsmerkmal auf gewissen Produkten. Und so wollten wir eigentlich der Documenta eine gewisse Freiheit auch geben, und Amelie wird ja vielleicht dann auch damit weiterarbeiten, intern, um eben auch auf unterschiedliche Inhalte eingehen zu können, also so, dass das Grafikdesign eine gewisse Dynamik hat. Und hier sehen wir jetzt auch noch zum Abschluss ein paar Ausspielungen, wie zum Beispiel die Geschäftsausstattung, Visitenkarten, Grußkarten, ein Flyer, der erste Flyer, den wir produziert haben für die neu gegründeten International Friends of Documenta, als auch den Social Media Feed. Und dann als Abschluss das Plakat für den heutigen Abend. Und damit stellen wir eigentlich nochmal sozusagen den Abschluss auch von unserem Vortrag und den Beginn des neuen Erscheinungsbildes dar. Vielen Dank.